Die Riesen, die du genannt hast, waren auf der Erde und sind auch heute noch auf der Erde, aber es sind nicht Anunnaki. Anunnaki übrigens ist keine extraterrestrische Spezies, sondern Anunnaki kommt von Anun Aki, bedeutet von den Sternen kommend, und das sind viele. Und die Riesen sind auf der Erde und waren immer auf der Erde und sind nicht gebunden wie die Menschen an lineare Zeit. Sie sind semiphysisch, interdimensional. Das heißt, sie leben auf der Erde und in parallelen Versionen der Erde, laufen in Dimensionen und aus Dimensionen heraus und sind manchmal hier und manchmal nicht hier, aber ein kleines bisschen verschoben in einem anderen Frequenzspektrum, astral kann man auch sagen. Und wenn zum Beispiel ein Riese aus seiner Welt in unsere Welt geht und in unserer Welt stirbt, finden wir die Knochen von ihm in unserer Welt. Aber sie sind vorhanden auf der gleichen Erde, aber ein kleines bisschen anderes Frequenzspektrum. Ich meine, ich will jetzt nicht so verschwörungstheoretisch werden, aber oder ist es die eigene Verschwörung gegen sich selbst, wenn ich jetzt frage, warum wurden diese ganzen Skelette entfernt oder von einem Museum angeblich aufgekauft in Amerika? Ja. Wieso? Ja, Also, der Punkt ist, alle Verschwörungstheorien sind sehr, sehr viel Wahrheiten dahinter. Und eine Wahrheit ist, dass die Illusion dieser Welt aufrechterhalten werden möchte. Weil in dem Moment, wenn ich interdimensionale Wesen erlaube, in einer Realität, in einer Zivilisation, die sich entschieden hat, das nicht zu erfahren, öffne ich ein völlig anderes Bewusstseinsspektrum. okay. Das, Warte, das kannst du das nochmal bedeutet sagen? also, Entschuldigung, da bin ich jetzt nicht ja, mitgekommen, aber ich würde nochmal kein bitten, Problem. diesen Satz, ja? Also, Wenn ich erlaube, ähm, genau. genau, also es ist so, dass diese Wesen ja interdimensionale Wesen sind, die durch verschiedene Realitätsräume laufen. Und in dem Moment, wenn ich in einer Zivilisation, wo die Seelen wie die Erde jetzt hier sich entschieden haben, ein limitiertes Spektrum an Bewusstsein wahrzunehmen Ja, und dann hier erlauben würde, dass interdimensionale Wesen Teil der Realität werden, würde diese ganze Illusion einer limitierten Realität fallen. Dann würde genau, das bedeutet, es gibt hier, und das ist die Föderation unter anderem auch in diesem Erdgeschehen, die dann dafür sorgt, dass die Seelen, die dieses limitierte Erfahrungsspektrum machen wollen, auch die Illusion weiter aufrecht erhalten. Ähm, Das heißt also, diese Verschwörungstheorie, ja, die Frage ist nur, aus welchem Blickwinkel möchte ich es betrachten? Aus dem negativen Blickwinkel, die Leute halten Dinge von uns fern. Ihr wisst doch, dass es existiert. Warum negativ hier reingehen, anstatt ein bisschen zurückzutreten, das ganze Bild zu sehen und zu sagen, warte mal, hat es vielleicht auch seinen Sinn, dass die Dinge nicht gezeigt werden, weil sich die Mehrheit der Menschen, die Mehrheit der Seelen, die hier inkarniert ist, dafür entschieden hat, immer noch diese Illusion von kleiner Welt aufrechtzuerhalten. In dem Moment, wenn die Mehrheit der Seelen diese Illusion von kleiner Welt, von limitierter Welt, von dreidimensionaler Welt nicht mehr haben möchte, in dem Moment gibt es keine Konspirationstheorien mehr. In dem Moment muss keiner mehr kommen und die Dinge verstecken. In dem Moment muss keiner mehr kommen und die Sachen verschwinden lassen. Weil die Sachen werden verschwinden oder verschwunden gelassen, weil die Seelen es so wollen. Die Mehrheit der Seelen auf diesem Planeten wollen die Illusion von kleiner Welt. Und deswegen manifestiert sich das so, dass diese Dinge verschwinden.